Trotz eisiger Kälte in München herrschte heute an der Sebener Straße wieder rege Betriebsamkeit. Die Vorbereitungen auf das Bundesligaspiel am Samstag gegen Wolfsburg und die darauffolgende Champions League Achtelfinalpartie gegen Besiktas Istanbul sind in vollem Gange und lassen sich auch von sibirischen Temperaturen nicht aufhalten. Das Wetter hat eigentlich erst dann Einfluss, wenn es, sag ich mal, noch deutlich kälter wird. Und da reden wir vielleicht von 10 Grad oder wenn ein starker Wind geht. Also so packt man sich ehrlich gesagt nur ein klein bisschen mehr ein und dann ist alles wie immer. Also tatsächlich ist es sogar bei den Temperaturen ziemlich geil zu trainieren. So minus, was hatten wir, 3, 4 Grad. Da zieht man sich schön lange Unterhose an, kurze Hose drüber und dann ist ganz normal. Rechtzeitig zum Auftakt der bisher wichtigsten Phase der Saison sind fast alle Spieler und Betreuer wieder an Bord. So kehrte Sven Ulreich, der gestern nur individuell arbeiten konnte, heute schon wieder ins Training zurück. Einem Einsatz des Bayern-Torwarts steht am Wochenende nichts im Weg. Und auch Jupp Heynckes hat seine Erkrankung halbwegs überstanden und ließ es sich heute nicht nehmen, die Übungseinheit zu leiten. Zu wichtig sind die anstehenden Partien. Wenn man diese Spiele sieht und dann weiß, nächste Woche sind wir selber dran, das ist einfach ein sehr, wie soll man sagen, sehr geiles Gefühl, auch wenn es ein plattes Wort ist, aber es ist so. Man freut sich unheimlich drauf, ich freue mich unheimlich drauf auf diese Partien, denn die Champions League-Hymne wieder hören nach längerer Pause, sind ja doch gute über 2 Monate gewesen, dann bis dahin. Deswegen, ich glaube, wenn man die Spiele sieht, dann merkt man selber, dass es wieder losgeht in den Wettbewerb. Mit Ausnahme von Manuel Neuer sind alle Spieler im Bayern-Kader nicht nur wieder im Training, sondern auch voll einsatzfähig. Ideale Voraussetzungen also für Jupp Heynckes, die Siegesserie in der Liga weiterzuführen und auch das Champions League Achtelfinale gegen Besiktas Istanbul erfolgreich zu bestreiten.